16 Angler. Let's go. 8 Boote. Feuer frei. Spektakuläre Artenvielfalt. Das ist Angeln in Norwegen. Giganten, die alles fordern. Pulling line, Mario. Kescher auf jeden Fall. Und ein Pokal. Der YPC Salt wird präsentiert von Kingfisher Reisen, Ihr Partner für anspruchsvolle Angelreisen. Hearty Rice, feel the difference. Und die Anglerschmiede. Angelschein einfach online machen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 3. Episode und damit zum Auftakt in Gruppe B. Auch hier sind 4 Teams dabei. Für Catch with Care sollte eigentlich Stefan Trumstedt antreten, nur leider musste Truman wegen eines Trauerfalls kurzfristig absagen. CWC-Teamangler William Exel holte sich deshalb kurzerhand seinen Kumpel Fredrik Persson ins Boot. Die beiden Schweden sind eingespielt, Norwegen erprobt und dementsprechend gefährlich. Westin setzt auf eine deutsch-schwedische Kombi. Mario Schepp kennen einige sicher noch aus dem letzten YPC Bank. Der Münchner tritt hier nun zusammen mit Erik Axner an. Erik arbeitet als freier Angeljournalist und guidet auf Angelreisen rund um den Globus. Sein absolutes Steckenpferd bleibt aber das norwegische Turnierrevier. Für Okuma startet mit Marcel Weigel ebenfalls ein arrivierter YPC-Profi. Der Cuxhagener baut auf die Erfahrung zahlreicher Norwegen-Reisen und hat mit Katja Fürste eine Bootspartnerin, die den hohen Norden mindestens genauso liebt. Katja hat dazu eine besondere Motivation. Im Finale könnte sie auf Team Hearty Rice und damit auf ihren Ehemann Tobi treffen. Und schließlich ist auch das B1 Bootscenter dabei. Angelguide und YPC-Profi Roman Chakuzzo teilt sich erstmals das Boot mit Lukas Worms. Der LMAB-Teamangler ist der einzige im Feld ohne nennenswerte Norwegen-Erfahrung. Dafür ein starker Angler und offenbar schnell von KP. In der kurzen Trainingszeit hat es jedenfalls schon einige Male geknallt. Und damit auch genug der Vorrede. Auf geht's in den ersten Angeltag der Gruppe B. Ja, willkommen hier an Bord von dem Boot von Team Westin. Ich bin der Marius, das ist Erik, mein schwedischer Teamkamerad. Say hello. Hello. Wie ihr merkt, wir sind ein Multikulti-Team, das heißt jetzt schon mal Entschuldigung. Ich werde versuchen, so viel es geht auf Deutsch zu sprechen, aber werde natürlich auch ein bisschen ins Englische abdriften, um mich mit Erik zu verständigen. Wir sind jetzt hier an einem Pollack-Spot, damit wollen wir anfangen. Flache Plateaus abfischen, flache Berge, danach auf Halbut, dann auf Seelachs und Dorsch. Das ist der Plan und damit geht's jetzt los. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten YPC Salt. Und wir, das ist Katja und ich, Marcel, wir starten für das Team Okuma. Unser Plan als erstes ist, wir wollen erstmal die Seelachse voll machen. Wir hatten so die ersten 2 Tage so ein bisschen Probleme, die Seelachse zu finden. Haben es dann allerdings gestern, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und das ist halt jetzt die Idee, erstmal die Seelachse machen. Dann werden wir, glaube ich, die Dorsche machen. Ja. Dann Pollack ist so ein bisschen unser Sorgenkind aktuell noch. Den werden wir dann probieren. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, noch ein bisschen Butt. Wird gut. Team Okuma, drückt uns die Daumen, Leute. Hello and welcome to the Catch with Care boat. With me I have my friend Fredrik. Yeah. And we pumped up. The first spot we arrived is just close to the deeper water, and we're gonna start with vertical fishing and hope to catch some big halibuts. Yeah, this is gonna be fun. Yeah. It's gonna be so yeah, fun. yeah, yeah. Und, wir angeln hier heute für das Team B1 Bootcenter zusammen mit dem Roman. Unser erster Versuch wird jetzt erstmal auf ein Heilboot gehen. Wir waren gestern hier schon mal für 2-3 Stunden in der Bucht und haben hier die ersten 2 Butter auch bekommen. Ist eine zähe Nummer, aber wenn sie mal kommen, dann macht's Spaß. An der Größe müssen wir ein bisschen arbeiten, aber da geben wir uns beste Mühe. Bootangeln ist Hämmern und den ganz speziellen Bootruf, den zeige ich euch gleich. Jetzt können wir loslegen. Angeln, Junge. Butt, Butt, Butt. Abfahrt. Okay, let's go. YPC Salt, let's go. It's time to start. Don't hang with Good me. luck. Good luck. Okay, Los geht's. dann ja, das Pfeffi. Cast.
Oh, da war schon der erste. Ja, Mist. Ja, okay. Fisch. Erster Wurf, Leute. Seelachs. Oh, ja. Eigentlich kein Riese. Aber ich glaube, ein schöner Fisch. Da kommt er. Da ist er. Ja. Ah, es tatsächlich ist. Okay, ist ein Dorsch. Ist ein Dorsch. Zwischen den Seelachsen schwimmt wohl auch mal ein Dorsch rum. Das ist natürlich lustig. Okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, der erste Fisch für uns. Katja, da ein Fisch. Nee, ist grad. Da ist er. Jetzt sitzt er. Sehr gut. Und? 71er. Der sieht gut aus. Den können wir noch zurücksetzen. Okay, Und da ist der Seelachs. gut. Den kriegen wir. Da ist er. Schön. Der gelbe Storm war's. Schauen wir mal drauf. Was der hat, der Kollege? 69. Erster Fisch von Katja. Schöner Seelachs. Das sind auch die Zielfische. Ja. Der nächste gleich noch mal eine Nummer größer, oder? Ja, auf jeden Fall. 2 Arten, passable Größen. Team Okuma startet vielversprechend. Die Schweden wiederum sind noch bei der Theorie. What do you think, my friend? First fish? What it is, or Yeah. I think you're gonna take a nice cod. We hope for that. Or what do you call in the lube? The bromse. The bronze. When I fish for halibut, I just go down to the bottom and then I fish the lure up all the way to the boat. Sometimes the halibut just gonna take the lure a few meters under the boat. So keep it active and reel in. So hope this works. So, kurz was zu unserer Taktik. Wie ihr seht, wir fangen jetzt an mit dem leichten Spinnangeln auf Pollack. Und ich habe gerade mir einen 1-Stunde-Timer gestellt, beziehungsweise uns, denn ja, wir gehen wieder sehr systematisch vor. Wenn ihr mich letztes Jahr beim YPC Bank verfolgt habt, da habe ich es ähnlich gemacht. Wir haben uns einen relativ stringenten Plan aufgesetzt, den wir umsetzen wollen. Das heißt, jetzt 1 Stunde Pollack, dann 2 Stunden Halbut und dann Dorsch und Seelachs. Und genau, gestern hat es auf jeden Fall hier beim Training auf die ersten paar Würfe geklappt. Aber Wettkampf ist natürlich immer anders. Aber wir haben noch 1, 2 andere Spots für Pollack, deswegen das sollte schon klappen. Wir beginnen erstmal vom Grundwerk ein bisschen langsamer kurbeln für die Dorsche. Wenn wir dann im Mittelwasser sind für die Seelachse, darf das Ganze ruhig ein bisschen zackiger sein. Bootangeln ist ganz extremes, einfach Prozess wiederholen. Erstmal weit rauswerfen, das fällt mit 60 bis 80 Gramm gar nicht so schwer. Dann an freier Schnur absinken lassen, dass man auf 12 Meter Wurfweite einfach nicht diese Absinkphase hat an einem Pendel. Da verliert man dann sicher mal 5, 6, 7 Meter Wurfweite. Dann kurbelt man den einmal hoch und einmal in der Mitte, lasse ich den durchsacken, zupft dann immer so rein, dass ich errege unter Wasser. Und dann kurbel ich den wieder langsam zum Boot. Man wirft immer so ein bisschen leicht in die Abdrift rein. Und wenn man in die Andrift wirft, dann kommt der Köder halt flach über Grund und schießt dann 90 Grad zum Boot hoch. Das will man nicht. Ja, Fisch. Sondern, Ab. ah, fuck. Hatten wir gerade den ersten Fehlbiss des Tages. Hing kurz. Was es war, wissen wir nicht. War jetzt aber nicht so schwer. Aber zumindest nach 5 Minuten nicht der schlechteste Start in den Tag. Und der nächste kommt und bleibt hängen. Gut, erste Lebenszeichen. Wir waren dabei, warum man in die Abdrift wirft. Genau, in der Andrift kommt der Köder halt so steil hoch. Das mögen die Butts nicht so gerne. In der Abdrift kriegt man den halt schön langsam diagonal. Und das ist zwar ein Plattfisch, aber der steht auf gar keinen Fall nur am Grund, sondern die schwimmen mitten durch die Wassersäule. Die haben hier keine Feinde und deswegen sind die überall unterwegs. Macht euch keine Gedanken, wenn der Köder auf 5, 6 Meter über Grund ist. Die kommen hoch oder sie sind schon oben. Wir haben schon Butts an der Oberfläche gesehen. Also wenn die aktiv sind, dann sind sie aktiv. Dann braucht man sich keine Gedanken mehr machen. Was denkst du, Seelachs? Könnte ein Barsch sein, zappelt wie ein Barsch. Ich gehe von Seelachs aus. Aber ich glaube auch kein Riese. Da ist er. Den Köder schön genommen auf jeden Fall. Der hat 68. Ah. Gut. Ja, I got one. Nice. Yep. Erster Fisch ist dran. Erik auf den Tobis Ammo. Very good. So the big fish? Feels quite heavy. Okay. Coming here. Yep. Oh yeah. Okay. Nice. Not a giant, but der erste Fisch des Turniers. Jawohl. It's the one that we want to do. The right species. Yep. Here we go. Jawohl.
First Well one. done. Nice. Nice. Auf den Tobis Ammo, eine Naturfarbe. Here we go. It is 55. Toby's ammo. Sandy Andy 42 grams. And this one took on the drop. Nice. Well done, Eric. Here we go. First fish. Kommt her. Das ist alles so eine Einheitsgröße hier. 67. Ich glaube, wir hatten ja 69 und 68. Okay. First fish. Oh, lost it. What? But the bait is working, Yeah. so that's good. Aber ich glaube auch kein Upgrade. Kein Upgrade. To remove my dry suit underneath. You always also have to try. Yeah, I know. And it's so warm. I'm dripping with sweat. It's hard to imagine that with like snow on the mountains and so on. And here I am sweating like in a sauna. Yeah. Seems like they are a bit cautious They're about cautious. going up in the surface or eating it. Yeah. Yep. Good, 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 good. Well, Yeah, that's a good one. nice, nice, nice. That's a really good one. Perfect. I will be ready here with the net. So, jetzt aber. Wir waren, glaube ich, gerade nicht ganz auf der Struktur. Oh, that one feels heavy. Yeah, that's good, good, that's good. It's in the I think it's structure. stuck somewhere. Okay, I will go over there. Or is it coming? Or are you fully coming? No, it's still stuck. Yep, try to get it out. Short pump, there we go. Got it out. Good, good, good. Keep it out. There it comes. Okay, it's not as big as I thought. But it's our second fish. Have it? Yeah, let's go. Oh, it's a fat one. Look at it. Yes. Nice. Hold the net. Yes. So krass. Die schallern so rein. There we go. 65. Genau, also Sandy Andy 62 Gramm. Wie gesagt, ich glaube, wir haben die ganze Zeit gerade nicht ganz auf der Struktur gefischt. 65er, 65 coole Punkte. Richtig schöner Fisch. Die Bisse ist es wirklich eine reine Sucht. Auch das Schöne, man kann die Fische immer noch sehr gut zurücksetzen. Was wir jetzt an der Stelle einmal schwungvoll machen werden. Dann schwimmt er gleich weg. Weil gerade wenn ihr eure Fischkiste vielleicht schon voll habt in Norwegen, ist es mit dem Pollack eben so, dass man eine Fischart beangeln kann, die eben so flach beißt, dass man sich überhaupt keine Sorgen machen muss mit dem Releasen. Außer natürlich der Haken hängt jetzt blöd. Dann würde ich den vielleicht nicht releasen. Aber in dem Fall super. Und ja, 65 ist schon mal die richtige Richtung. Yeah, it's always bait fish and so on if it's circulating. So that's a good, what do you call it? Good sign. Good sign, yes. The first fish. Lost it, a small cod. We need to find some current, I think, William. Yeah, this is not gonna work. Ganz kleiner Fisch. Da wird gekrant. Ah, kleiner Seelachs. Oh. Nee, kleiner Dorsch sogar. Oh, ist der klein. Der ist untermaßig, den brauchen wir gar nicht. Einmal schnell den Haken raus. Ich glaube, das ist der kleinste Dorsch, den wir bisher hier gefangen haben. Und eine Sache, die noch ganz, ganz wichtig ist beim Bootangeln. Guckt immer ins Wasser. Wenn ihr euren Köder seht, lasst den ruhig noch mal stehen. Manchmal kommen die Butts so 3-4 Meter dahinter her. Und wenn die so im Wasser stehen, genau in eurer Sichtachse, dann sieht man die kaum. Aber die kommen dann zum Köder hoch und wenn der am Köder ist, nichts machen. Einfach stehen lassen. Der wird 2-3 Runden drumherum schwimmen im Zweifel. Aber wenn der Köder stehen bleibt, beißen 90% der Butts direkt am Boot. Wartet, bis ihr wirklich den Köder nicht mehr sieht. Der nimmt den komplett. Einfach braten und dann die Rute gut festhalten. Also, ich habe ja vorhin mit diesem grünen Magic Minnow von uns gefischt in 22 Gramm. Und den mochten sie gar nicht. Jetzt habe ich auf die 62 Gramm Version vom Sandy Andy gewechselt. Also auch eine relativ schockige Farbe, die aber deutlich tiefer läuft. Und das ist gerade das, was sie wollen. Ich denke, die stehen einfach eine Etage tiefer aktuell und sind nicht so super aktiv am Rauben. Aber ist schon mal gut, dritter Fisch. Lübt zwar kein Upgrade, aber kommt. Und jetzt spüre ich eben auch mit dem Köder die ganze Zeit, wie ich unten irgendwie ins Kelp und so reinfahre. Und das ist das, was wir brauchen. Komm, besser aus, oder? Ich denke, könnte ein Stück größer sein diesmal. Ja? Nee, auch nicht wirklich. Okay. Trocknet doch ganz schnell in der norwegischen Sonne. Nee.
66,5. Das sind alle so irgendwie ein bisschen kleig, ne? Und die anderen Teams? Ist auf jeden Fall mal interessant. Ihr wisst schon, was die anderen Teams machen. Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren. Ich glaube, die sind alle Heilbutt-Angeln, oder? Roman, Lukas, was macht ihr gerade so? Heilbutt oder was? Was ist denn hier los? Nur kleine Dorsche unterwegs. Einmal, damit ihr wisst, wie er aussieht. Aber kleiner Dorsch, kein Maß, also schnell zurück. Ja, aber der ist kleiner. Weiß ich nicht. Meinst du? Der kämpft nur. Ja, der kämpft ordentlich. Ja, ich habe auch einen. Wir sind im Lachs. Könnte ein Stück größer sein diesmal. Meiner nicht, auf jeden Fall. Ja, und ich löse den hier im Wasser. Ja. Man muss immer noch mal gucken, ne? Nicht, dass es vielleicht auch ein Pollack ist, so dazwischen irgendwo. Ne? Easily 73,5 dran ist er. Ja, dein schöner Fisch. Der ist big. Kannst du mit einem Kescher vielleicht kommen, dass wir den kriegen? Da ist er. Ja, groß. Der ist auf jeden Fall größer. Und rein. Nein, Cut. Ja. Ist drin. Ja. Oh, Gott sei Dank. 81, ja. 81er. Schön. Sehr gut. So langsam, Wird's? mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nice. Good Feels fish. good. Looks like a good one. Okay. Are you ready? Yep. Coming here. Yeah, that's a bigger one. Ja, let's go. Nice. Yeah. That should be an upgrade. Sehr schön. Neuer Spot, neues Glück. Another Sandy Andy, 62 grams, this time in the headlight. And let's see how long it is. Is it an upgrade? Upgrade by 1 centimeter, so 56. Confirmed? Na, ich weiß es nicht. Könnte auch vielleicht ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ja, der ist auch größer, auf jeden Fall. Ich würde es auch okay finden, wenn das ein Dorsch ist. Das ist auf jeden Fall auch die schwere Route von Okuma. Deep Impact bis 250 Gramm. Ah, da kommt er. Das ist auch ein. Oh ja. Ja, auf jeden Fall auch wieder so ein 80er rum. Ne? Puh. 84,5. Ja. Ja. 85. Seelachs und weiter geht's. Sie werden größer, Katja, sie werden größer. Jungs und Mädels, die neue Rute-Serie von Zack Fishing, Momentum. Die Rute kriegen einen kurz oder lang, leicht oder schwer, Spin oder Casting, also da ist wirklich für jeden was dabei. Dieses Teil ist qualitativ echt hochwertig, obwohl die Rute wirklich weniger kostet, wie wahrscheinlich jeder von euren Kumpels schätzen wird. Momentum-Rutenserie, what else? Du bist jetzt auf den Geschmack gekommen und willst auch das erste Mal nach Norwegen fahren, dann ist Kingfisher Angelreisen der richtige Ansprechpartner für dich. Ja, richtig, richtig nice. Boah. In einer großen Auswahl an Anlagen haben sie wahrscheinlich das richtige Ziel für dich und natürlich noch dazu super sympathische Ansprechpartner, die dir dabei helfen. Und das Beste, sie buchen alles für dich. Anreise, Unterkunft, Boot. Du musst also nur noch hinfahren und deine Angel auswerfen und hoffentlich deinen Traumfisch fangen. Also, wenn du zum ersten Mal nach Norwegen willst, schau jetzt bei Kingfisher Angelreise vorbei und buche deine erste Reise. Wurde darauf hingewiesen, meine Cola-Pause zu nutzen, um in die Gruppe zu gucken, was ich natürlich unbedingt vermeiden wollte. Meine Mama wünscht viel Erfolg, danke. Mama ist die Beste. Ansonsten nix. Nein. Also bisher haben nur Marius und Marcel reingeschrieben. CWC ist auch noch am Struggle. Ja, die sind auf Boot unterwegs. Ja, ist ein Schwitz. So. Wir machen einen kleinen Spotwechsel. Wechseln auch mal kurz die Zielfischart. Ja. Erste Drifts
hat das nichts gebracht, außer 3 Bisse. Davon haben sie 2 kleine Dorsche rausbekommen. Ja, die hätten auch drin bleiben können. Ja. Aber gut. So. Ja. Mal schauen, was der nächste Spot bringt. Bleibt gespannt. Weniger quatschen, mehr pinkeln, Abfahrt. Wie schon in Gruppe A bleiben die Heilbutt-Versuche vorerst erfolglos. Dafür sind die Pollacks bislang gut aufgelegt. A good one, Okay. but he's not pulling any line so far. Nice. It's so fun to fish for pollock with light Need my gear. help? He's coming in there. I see him down there. A good fish? Yeah, it's good. You just do it. With the net. Ah, there we go. It's a longer one, I think. Okay. Might be an upgrade by a centimeter or 2. You can actually grab them like a perch. They don't have any teeth, which is nice. 58.5. I can't get it to Yeah, 59. got Good. one. Got one? Yeah. Very nice. 2 casts in a row. Let's put it back. And let's... But 58.5 is 59, right? Okay. 59. 59 Punkte. Ich habe den nächsten Fisch dran, fühlt sich allerdings auch nicht riesig an. And let's see what yours Sind wir is. drin im Fisch, stehen aber echt eine Etage tiefer. Das fällt schon auf. Der ist allerdings kein Upgrade, oder? No, too small. Too small. It's not an upgrade. Go put it back. 50. Let's put it back. Ooh. Also da geht schon mal rund. Der Schlüssel zum Erfolg ist ganz klar gerade tiefer zu fischen. Die stehen, what are you doing? Die stehen nicht flach wie gestern Abend noch, sondern 62 Gramm eben etwas schwerer wirklich absinken lassen. Dann geht das. Allerdings ein bisschen größer sollen sie noch werden. Ich glaube wir haben eigentlich mit einem 70er Schnitt beim Pollack geplant. Was die Maximalgröße angeht, nehmen sich die verwandten Arten Pollack und Köhler nicht allzu viel. Die Chancen auf Kapitale stehen bei letzteren aber deutlich besser. Und im Endeffekt brauchen wir jetzt über 81. Ja, das wäre gut. Der könnte über 81 auf jeden Fall haben. Ja. Der ist nicht so schlecht. Wenn der hängen bleibt, wäre cool. Da kommt er. Oh ja. Oh ja, oh ja. Pass auf den Kescher, das ist der. Ja, super, perfekt. Alter! Hä? Ist das eine Keule? Ja. Yes! 1 Meter. Geil. 1 Meter Seelachs. Was ist das für ein Angelrevier hier? Hä? Was für Riesenseelachse. So, einen davon noch. Und dann können wir überlegen, ob wir den Angriff auf die Dorsche starten. So ein kaltes Getränk könnte ich vertragen. So eine schöne Cola Zero. Beim Meter kann man auch schon mal eigentlich ein Bier trinken, oder? Bier besser nur für Beifahrer, denn in Norwegen drohen bei Überschreiten von 0,8 Promille und bei Ausfallerscheinungen auch unterhalb dieser Grenze empfindliche Strafen. Das nur als Urlaubsservice. Katja und Marcel überlegen derweil, wie weitermachen. Katja, wir müssen nochmal versetzen. Ja. Also die Frage ist ja jetzt, sind wir mit einem 85er und mit einem Meter zufrieden oder nicht? Ich würde sagen, wir probieren es noch eine Drift. Ob Also wir noch vorgestern mal- hätten wir gesagt, ja. Aber heute würde ich sagen, Na, eine Drift geht noch. übrigens habe ich mal die Farbe gewechselt zu so einem weißen. Da kam jetzt auch der Meter drauf. Davor hatte ich mit dem in Blau hier geangelt. Da hat es mir aber jetzt nach, ich weiß gar nicht wie viel Fischen, den Haken so ein bisschen beim Lösen verbogen. Deswegen auf jeden Fall wichtig, achtet immer darauf, dass ihr wieder einen freshen Köder mit einem guten Haken habt, dass der auch wirklich gut hängen kann, der Fisch. Ne? Denn ihr kurbelt wirklich schnell den Köder hoch und da ist ein extremer Druck dann drauf. Wenn ihr dann natürlich noch so eine Rolle habt mit so einer Bremskraft, ne, da müssen die Haken natürlich was aushalten und so wieder irgendwie ein Haken ein bisschen krumm ist oder irgendwas dran ist, tauscht den sofort aus, nehmt einen neuen Köder. Das macht es auf jeden Fall alles fischfreundlicher und ihr könnt ein schönes Filet heute Abend genießen. Oder an dem Abend genießen. Now we change spot. First few hours on the day we take a little bit gambling, try a different area. And now we are quite shallowing and going all in for halibut. And I think we will do that the rest of the day. I got one. Nice. Good fish? Oh yeah, this is Nice, nice, this nice. this is a big one. He's pulling light. Yep. Okay, I Yep. will- Yep. Yep. Yeah, he's pulling Good, hard. good. That's the upgrade we need. Yeah, I think so. Ooh. Okay.
It looks good. I think this is the one that we want. Nice. I will come with my net, which is too small. It took it so hard. Ja. So geil. Die schallern so rein. Jetzt kommt er gerade auf. Oh. Okay, don't lose it. No, I will do my best not to. But you see, he's staying down deep. Das schaut gut aus. Oh ja, ja. That's a nice fish. Oh ja. Yes. Get it in. This one. Yeah, that's what we need. Yes. Woo! Ein 70er würde ich mal sagen. Oder? Where are we? 70. This is what we wanted. 70 centimeters. Sandy Andy. Slowly retrieved straight over the bottom. And it was a solid. Nice, man. Well done. That's nice. That's what we need. Goodbye, buddy. There he goes. Ja, und da hört ihr auch schon unseren Timer. Das heißt, die Pollack-Zeit ist vorbei. Ich denke, 1, 2 Würfe müssen wir noch machen. Aber das ist schon mal sehr gut. Wir kommen unserem Schnitt sehr nahe. Da ist er. Da kommt er schon? Ja. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht größer als. Reicht knapp wahrscheinlich nicht. Was hat er? 82. 82. Ja. Okay, dann. Na gut, aber trotzdem gut. 82er Seelachs. Den lassen wir auch wieder frei. Los geht's. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Ich würde noch eine halbe Stunde sagen, machen wir. Ja. Oh, it got off. Oh, sounds good. Okay, der fühlt sich gut an. You want me to come in it? This one could be a good one. Okay, I'm coming. This one, wie ein Zug hat er das Ding weggenagelt. It's getting smaller, but not that small. Ja. Yes. Could be an upgrade. Könnte ein Upgrade sein. Auch wieder ein 65er nach Punkten, aber kein Upgrade. Aber ich würde sagen, wir melden uns jetzt einfach gleich nochmal, wenn wir tatsächlich nochmal ein Upgrade fangen sollten. Und ansonsten geht es jetzt, wie gesagt, gleich mit Halbut weiter. It could be a good one, Marius. Okay. Looks pretty nice. Yep. Underneath the boat, it's a good one. Okay. Oh, yes. That was lucky. Hatten wir Glück, weil das Kescher ist echt klein. Aber das könnte ein Upgrade sein. 68 and a half, so 69. That's very good. 69 centimeters. What a fish. Great fun. Perfect. Bye-bye. Okay, so that's 69 and 70. Awesome. Nice. What do you say? Should we go for halibut? Yeah. Because now we have an average of what we wanted, almost. Exactly. I will make one more cast and then we'll go for halibut. One more cast. I will also make one more cast after this. Because I had 2 casts in a row with 2 bites now. Feels like your direction is the better one. I need to cast my last cast in your direction as well. Let's do it. Yeah. It's like so. Oh, yep. It is so fun. Like we're basically fishing with like sander gear. It's like rods up to 50 gram and a small spinning reel. And it's just so fun. A good fish? I think it, well, he's not behaving like a small fish. He's not pulling line either, but he's quite heavy. I would say... That's not an upgrade. No, but it's a beautiful fish. They are all beautiful. And look at this one, they just slurp. Go to Norway and try pollock fishing with light spinning gears. You will love it. This was my last cast. Do you think that I should make one last cast? Yeah, okay, as I one. always catch a fish on my cast nowadays. Sounds a bit cocky. Yeah, that was very cocky. But I also added nowadays. Okay. It makes it a bit more fair at least. Yeah. If I catch another one now, we will have to leave anyways. Also die Westin-Brüder, die fangen auf jeden Fall einige Pollacks. Wir treiben jetzt ganz schön tief. 87. Aber ist was zu sehen noch? Nee, aber... Yes. Nee, aber... Ich hab einen Fisch drauf. Das wird wahrscheinlich kein Seelachs sein. Ach, vielleicht ist ja ein Lump. Nee, ist ein Lump. Sehr gut. Kannst du den catchern, oder? Ja. Ach komm, alles gut. Das ist so die Fischart, die man hier oben, glaube ich, gar nicht so mag. Da können mal die Norwegen-Urlauber sagen, was sie davon halten, von so Lumpen. Das ist der kleine Lump. Nicht so schön, aber
das gehört dazu. Weiter geht's. Punkte. Aber 15 Punkte für den Fisch. Wenn du sagst safe, wir fangen da an 1,60 Meter Butt, fahren wir da hin. Ja, 1,60 Meter Butt kriegen wir, weiß ich nicht, ob wir den da kriegen. Na gut. Ja, lass noch einmal hier. Ja, okay. Let's go. Ich habe ein gutes Gefühl hier. Also nochmal ansetzen. Ja. Team Okuma hat es jetzt offenbar auf Butt abgesehen. Ausgewachsene Plattfische haben übrigens keine Schwimmblase und verkraften schnelle Tiefenwechsel meist problemlos. Bei Lumps ist das anders. Und da sie nur selten flacher als 20 Meter stehen, müssen sie nach dem Fang fast immer entnommen werden. Got off. You had one? I think, or maybe bottom. I have snagged something now. Kelp. Kelpie. Okay, yeah, I think we should go for halibut now. Oh no, I had a Definitely 100% a bite. I had a good bite. I will just count this one down. I mean, you're still out, you know, I made a short cast. Still counts as a cast, mate. No, that was I had like Oh, you had a tangle. a tangle, I had dirt on my I line. can see. Or an urge to catch another pollock. I know it's addictive. Oh, yeah! Oh, this pulling line, Marius, Okay, could be an upgrade actually. okay, Oh yeah, this feels like the best one so far. okay. It's stuck? No, he's just plain heavy. Okay. You should be Yeah, ready yeah. with the net. All good, all good, all good. Hoppa, hoppa. Hoppa. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, this looks really good. Oh my god. Oh my god, damn Daniel. Oh my gosh. Look at this. I cannot even lift it. Okay, It's like this. I will get Oh, I see it. Oh, Oh my god. that could be. Oh my god, this is. Oh, it's wrapped. It's raptor. But it's a cod. It's a cod. No wonder the bite was good. Don't take it by the net. Well, take it by the net. 79, right? 79. Solider Beifang. Westin und Okuma sind weiterhin allein für die bisherigen Fangmeldungen verantwortlich. Für den nächsten Zielfisch wechseln Marius und Erik sowohl Spot als auch Gerät. So now we have changed spot. We are going for halibut. I'm going for a luminous color. We always add an extra treble as the halibuts tend to nibble and pull it in the back. And then we go for the heavy rods as well. This is a 500-gram jigging rod. It's called the Boat-T jig. It has a very tough backbone, a spiral wrap and a large front handle. So let's see if we can find a large halibut down there. Da auf dem Plateau gerade, die Fische hatten ja richtig Bock. Der ist sicherlich auch noch ein größerer Pollock gegangen, aber es macht halt jetzt einfach keinen Sinn. Wir haben gesagt, wir wollen einen Schnitt von 70 haben beim Pollock, um erstmal zu starten. Potenziell können wir das natürlich dann noch upgraden, aber das ist tut dem Anglerherz tut sowas immer ein bisschen weh, wenn man dann da losfahren muss. Aber wie gesagt, so ein Halbut, also meiner Meinung nach wird sich das Ganze hier am Halbut entscheiden. Vor allem an den 2 Halbuten, die wir fangen müssen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir fangen lieber mal früh an. Und unser Plan ist, das jetzt ungefähr 1,5 Stunden zu machen. Und dann sind wir pünktlich zum Höchststand draußen bei den Seelachsen und Dorschen. Und da hoffen wir dann, dass wir da an Team Okuma zumindest mal rankommen. Weil die haben schon ganz gut gefangen. Neuer Spot, neues Glück. Ersten Wurf habe ich schon gemacht. Und jetzt probieren wir mal hier einen Pollock zu fangen. Das ganze Spielchen läuft im Grunde mit schnellem Durchkurbeln. Ich habe jetzt gerade mal ein Blech dran gehängt. Einfach hier so ein Blue 30 Gramm Falten, kleiner Pilker. Und den werde ich jetzt mal da durchleiern. Ich denke mal, Lukas wird einen Gummi fischen. Haben wir 2 verschiedene Sachen und ein bisschen Fisch war drauf. Schauen wir mal, was geht. Das ist ein Seelachs, das ist auf jeden Fall klein. Okay, und. Ja, Fisch. Oh, da drüben. Besser? Da drüben. Der zieht auf jeden Fall ab. Da drüben wird's besser. Oh mein Gott. Im Grund oder im Freiwasser? Im Mittelwasser.
Wird auch nicht. Ah, der ist Der nicht so sieht ganz gut aus. Vielleicht nicht. Nee, Schade. schade. Hat sich gut angefühlt. Hat sich gut angefühlt, aber reicht nicht. Halbbootfischen, ganz andere Dynamik, ganz anderer Vibe als Pollackfischen gerade. Pollackfischen mit 50, 60 Gramm Spinnruten, hier mit einer 500 Gramm oder 50 Pfund ultraschweren Bootsrute. Das machen wir natürlich, um auch einen großen Fisch, sage ich mal, noch fair handeln zu können. Natürlich kann man die auch mit Glück mit leichteren Routen fangen, aber ja, man will ja da keine ewigen Drills haben, zumal wenn man dann große Fische vielleicht auch zurücksetzen möchte, beziehungsweise im Wasser lässt und dann abhakt. Aber was machen wir jetzt? Wir haben uns beim Training jetzt ein paar flache Kanten gesucht, die wir jetzt sozusagen mit dem Motor abfahren, immer wieder Gang rein, Gang raus oder auch mal rückwärts, je nachdem wie der Wind uns treibt und was die Strömung macht. Und dann fahren wir jetzt einfach diese Kanten entlang. Gerade relativ flach sogar, nur auf 10 Metern, aber wir haben auch schon auf 30 Metern jetzt im Training Butt gefangen. Und von der Technik her ist es im Grunde Vertikalangeln. Das heißt immer wieder Boden finden, dann kurbel ich meistens gleich mal eine Umdrehung oder zwei hoch und dann gebe ich immer wieder so Jigs rein oder Twitches, wie auch immer ihr es nennen wollt. Kurbel ein bisschen hoch, wieder ein Jig, lasse aber auch mal länger hängen und habe immer ein Auge aufs Echolot, um die Kontur zu verfolgen mit meinem Köder. Und dann lasse ich es eben wieder runter. Und diese kleinen Jigs finde ich super wichtig zu machen, weil der Köder dann eben so ausbricht, in dem Fall die Crazy Daisy. Und wir haben sehr, sehr viel mit der Escape Cam und mit der Explore Cam auch auf Halbboot geangelt. Und man sieht einfach, wie die Fische ankommen und teilweise, das war die Struktur, teilweise minutenlang dem Köder folgen. Und sobald ihr diesen Twitch macht, kommt der Fisch wieder an und guckt und beißt er im Idealfall auch. Aber wenn ihr den Köder einfach nur hängen lasst, dann ist ganz oft, dass sie dann einfach mitschwimmen oder abdrehen, aber halt eben nicht beißen. Und da sind diese kleinen Twitches, diese Bewegung, dieser Reiz, dieser Impuls oft das, was dann den Biss auslöst. Genau. So fischen wir hier, beide 400 Gramm Crazy Daisy. Und ja, ist jetzt nicht die spannendste Angelei zum Zuschauen, aber wenn der Fisch dann mal dranhängt, dann ist es natürlich das Spannendste, was hier in Norwegen mit passieren kann. Polacken aus. Kescher? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Jérôme. Nimm mal jetzt den Druck von den Pollacks. Ein Dorsch. Dorschi. Der wickelt sich noch ein, aber der hängt knapp. Naja, Numero uno. 67, ja. So, erster Wertungsfisch für uns. Die anderen Dorsche haben wir bisher noch nicht gemessen. Ist jetzt noch kein Riese mit 67 Zentimetern, aber der geht jetzt mal in die Wertung. Mal gucken, ob die Jungs da jetzt schon ein bisschen Respekt bekommen. Ich glaube nicht, aber gut, es kommen noch größere. Monkey Lures, King Louis in Motorbuck. Insofern schön auffällig unter Wasser. Motor Oil geht immer. Fish! Oh, lost it. Oh. You had a strike? Yeah. What do you say? Yeah, good take. Fisch. Nicht verwirren lassen, das ist nur eine 40 Gramm Route. Ich denke, das ist ein Dorsch ähnlicher Güte. Die gibt es hier wirklich wie Sand am Meer, aber die Tide muss halt passen. Das macht natürlich schon ganz schön Spaß und auf den Tiefen hier, wo man keinerlei Buttgefahr hat, geht das schon. Der hängt gut. So, schöner, schon ein bisschen orange. 61, ha? Schöner Fisch, erster Fisch für mich in der Wertung. Weiter geht's. What do you say, William? Do you think anyone gonna catch a halibut today? Yeah, something. There's so many good anglers. Someone is gonna get one. But we're gonna take the biggest. That's for sure. Ja. Boah, was ist das? Das könnte. Boah. Ich glaube, der könnte auch wieder ein bisschen größer sein. Weiß nicht, ob es ein Seelachs oder ein Dorsch ist. Oh, ist ein Dorsch, ist ein großer Dorsch. Katja, kannst du keschern? Komm. Ist ein großer Dorsch. Ist ein großer Dorsch. Oh ja. Kescherst du? Katja? Ja. Check. 76. Ne, oder? 77, ja. 77. We think the halibut is the hardest one, and we're gonna give that the much time we can. And the other species should be a little bit easier to catch, so we save the others to the last day.
Liebe YPC-Zuschauer, gute Neuigkeiten aus dem Hause LMAB. Wir haben ein Update bei unseren Tacklebags und bei den Windowbags. Wir haben einen Customized Deckel hier bei den Backern, einen verstärkten Boden und wasserdichte Reißverschlüsse. Schöne, kleine, neue Details bei diesen Backerns. Und da fragt ihr euch sicher, was müssen wir jetzt mehr bezahlen? Es ist günstiger geworden. Der große kostet 10 € weniger UVP, der kleinere hier, die L-Variante, sogar 20 € weniger. Und auch bei den Windowbags konnten wir am Preis ein bisschen was machen. 1 € nur Unterschied bei der Größe S, 7 € Unterschied bei der L. Da sind auf jeden Fall geile Zubehörartikel für euch jetzt wieder in Hülle und Fülle verfügbar. Viel Spaß bei eurem Fachhändler oder bei Hecht & Barsch online. Wir haben wieder Familienzuwachs bei Monkey Lures. Denn an manchen Tagen wollen die zickigen Fische vielleicht nicht einen druckvollen Köder, der viel Wasser verdrängt. Dafür haben wir jetzt den Loopy Louie. Dieser lange Twister mit 25 cm ist relativ dünn gehalten, verdrängt wenig Wasser und hat ein sehr dezentes Laufverhalten. An manchen Tagen müssen wir ein bisschen experimentieren mit dem Bewegungsmuster und mit dem Loopy Louie habt ihr noch ein weiteres Ass im Ärmel. Der neue Loopy Louie jetzt auf hechtundbarsch.de. So, no fish on this part. We are going back to the first spot where we started, but we are gonna make a drift a little bit further out and hopefully with the wind who has picked up a little bit. And we will see if we can find a halibut there. Ein kleiner Unterschied zu gestern, wo wir einen Halibut gefangen haben im Training, ist, dass wir heute keine Äpfel dabei haben, sondern Bananen. Da wird der Angler natürlich gleich nervös. Ihr wisst ja, ich halte davon nichts, dass Bananen Pech bringen. Vielleicht habt ihr es auf meinem Kanal gesehen, man kann mit Bananen sogar Fische fangen. Aber die werde ich jetzt essen und im Idealfall, gestern habe ich nämlich ein Nutella-Brot gegessen, während der Halibut gebissen hat. Esse ich heute eine Banane und kann das Gerücht einmal für Ewigkeiten widerlegen. Yeah. Yeah. It took right under the surface in the drop. Could you maybe help here, William? Of course, my friend. Do you have any idea? Oh, it's a cod. Yeah, but it's one for the paper. Yeah! First fish of today. 75. First cod of today, 75 centimeters. Took right under the surface in the drop. So it was a nice bite. Fred, why it took you so long? I don't know! Wanna make a game of it. Always nice to catch the first one. It took a little bit time, but yeah. Now it's on the paper. Also jeder, der mal so eine Reise hier nach Norwegen, Nordnorwegen machen will, ich kann euch hier die Fischgründe auf jeden Fall empfehlen. Also es ist wirklich irre, was hier an Fisch ist und alle möglichen Arten. Und oh, hier kommt der nächste gerade. Das macht so einen Spaß. Auch wenn das jetzt hier eine Competition ist, ich sag, das ist wirklich die Landschaft hier. Einfach überall Schnee auf den Bergen. Hier beißen die Dorsche und die Seelachse. Einfach ein richtig, richtig cooles Revier. 69er. Der gute Eindruck drängt sich förmlich auf. Keine Minute später ist Team Okuma schon wieder im Drill. Jo, hier auch, Katja. Was? Katja, wir stehen mitten im Dorsch. Oh, der zieht ab. Ja, meiner ist auch nicht so klein, glaube ich. Der ist gut. Ah, ich glaube, der ist gut hier. Da. Ich kann nicht keschern. Ich habe selber einen großen Fisch drauf. Katja, wie lange brauchst du noch? Ja, du kannst erst keschern. Okay, meiner ist da, meiner ist gut. Wir sind hier so bei knappen 25 Metern Tiefe. Und da ist er dann auch eigentlich schon draufgegangen beim Runterlassen. Da kommt er. Da ist er. Aber ey, das ist ein Seelachs. Der sieht gut aus. Was hast du? Oh. Guck mal. Scheiße. Ja, okay. Ich bin da, hab noch einen Dorsch mitgebracht. Scheiße. Oh. Und jetzt. Warte, gib her. Das ist ein bisschen Action hier. 86er Dorsch. Katja, sauber. Katja. Guck mal da. 98. Sauber. Richtig gut. Das ist Angeln in Norwegen. Das macht richtig Spaß. Geil.
Mit der Seelachsausbeute können Marcel und Katja schon jetzt zufrieden sein. Ein besserer Dorsch würde aber sicherlich helfen. Oh. Oh. Unterhältst du dich mit deinen Freunden? Ja, die sind eigentlich ganz cool. Uppala. Oh, yes. Da geht das Ding wieder krumm. Da ist er, ein schöner Löwe, schöner Norwegen-Dorsch. So, und jetzt zeige ich euch nochmal den Sandaal von Storm. Wirklich, wirklich eine Waffe. Seit dem ersten Spot quasi diesen Ködertyp dran gemacht. Erst in Blau, jetzt in Weiß. Einfach für alle Norwegen-Fahrer, wenn ihr hochfahrt, organisiert euch so einen Sandaal. Das Ding fängt wirklich richtig viele Fische. Wieder nur abgelassen. Und dann hing er schon, ne? Und dann hing er schon. Das ist auf jeden Fall gut, aber ich glaube, er wird ein bisschen zu klein sein. Auch ein 77er. Also 77 bestätigt. Okay. Na komm. So, unser Heilbutt-Ausflug, der erste zumindest von einigen, die noch kommen werden, war erfolglos. Und deswegen werden wir jetzt rausfahren und schauen, dass wir mit Seelachs und Dorsch nachlegen, damit wir die auf jeden Fall mal auf der Karte haben. Und dann können wir uns dem Heilbutt widmen. Ja, auch Norwegen-Angeln kann hart sein. Aber das wussten wir vorher. Wir haben ja gesagt, wir angeln erst auf Heilbutt und Pollack, was so mit die schwierigsten Fische für uns zumindest waren. Insgesamt ist die Aktivität bei diesem Ententeich hier gerade nicht so geil. Deswegen werden wir jetzt nochmal Richtung Amerika fahren und da sehr, sehr tiefe Kante abfischen. Da haben wir Seelachse und hoffentlich große und die werden wir uns holen. Da kommt dann klassisches Norwegen-Angeln, schön 150 Meter Abfahrt, lieben wir. We took some drift, much more shadowing here, or should we try the other spots when we get the wind? Yeah, we tried other spots. Maybe we should try the spots where we caught the Pollack. Yeah. So, Dorschkall ist am Start, einmal runtergelassen und der ist noch nicht mal bis zum Grund gekommen. Da sind wir mal gespannt, was da in 5 Minuten hochkommt. Lecco mio, ey, ein quergehakter Mini-Seelachs. Gibt einfach Tage, da läuft es nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, wir versuchen jetzt gerade auf Seelachs zu angeln. Die stehen halt sehr viel im Freiwasser, gerade die großen, wie man gesehen hat. Und haben hier solche Pilker-Jigs, 200 Gramm, da kommt man zeitig mit runter. Einfach nur 2 Assist-Hooks drauf, die funktionieren genauso wie ein Drilling im Grunde. Die sind gegenläufig montiert, sodass sie dann im Grunde sowas hier machen. Und da hat man auch eine sehr gute Haarquote mit. Und die lassen wir runter, pilken 1-2 Mal an und dann holt man mit Stopps immer 3-4 Umdrehungen Stopp, 3-4 Umdrehungen Stopp. Das Ding hoch und wenn dann ein großer Seelachs kommt, dann rumst das. So der Plan. Jetzt müssen wir nur noch die großen finden. Hier war Fraktion Futterfisch am Start. Und da unten kommt ein Dorsch. Ach, guckt mal einer an. Das ist nämlich so ein roter, wunderschöner Tangdorsch. Oh, ist der nicht schön, wie der hochkommt? Wahnsinn. Was für ein toller Fisch. Okay. Go quer durch den ganzen. Nein! Oh Gott. Einfach mittig durch. Und ich habe in 60 1,70 gefangen mit der Schnur. Die hatte gar nichts. Und jetzt einfach die Schnur durch. Könnte etwas größer sein. Jetzt ist die Frage, was es ist. Ein Dorsch. 81. 81? Ja, sauber. Geil. Dann haben wir ein Upgrade, glaube ich. 81er Dorsch. Nächster Upgrade. Der darf wieder schwimmen gehen. Viel Spaß. You got one? Yeah, a small one. But it's a fish. Do you need any help, you think? It's okay. A nice cold fish. First for me today, but it's good for the board. 80. Yeah, first fish for me. Cold fish.
They're pretty strong, this one. I caught it on a Honey Bandit, and I think this UV hook did the trick. The cold fish like the UV. Fish. You got one? Yeah. I think it's a cold. It was a nice take. Super fun standing here and change some clothes. So I think the bad weather can make the fish more active now. So yeah. Yeah. Strong one. Was a nice take. Let's just stop. I'm gonna eat that. A nice cod. No. Oh. It's the bonus point. That can be the ugliest fish in the world. You sure want to see this one? This is so ugly. And this happens when you fish too close to the bottom. Vi driver helt annorlunda. Ja, det är det. Rakt ut. Small kofu. No, it's a kolja. Yes, it's another bonus. I don't know what do you call this fish, but in Sweden we say kolja, a small one. Haddock. Haddock. Yeah, 31 centimeters. 31. Yeah, I think it's over 31. Yeah, it's around 40. A small, cool looking fish, but it's bonus point. And catch it again on the Honey Bandit. So it'll catch everything. It's gonna swim back. Bye bye, my friend. Thank you for the visit. Cool. Take another one. It's a smaller one, but fish is always fun. We don't need a more bonus points, so hope it's one of the target species. Yep, we hooked up together. Oh, it's a nice cod. See how long it is. And here it's 78. Beautiful cod. Tangled all the lines up, so, but we will release this and try to catch another one. Good. Nach dem verhaltenen Beginn machen die Schweden Punkte gut und liegen für den Moment auf Platz 2. Am meisten Action gibt's aber weiterhin auf dem Okuma-Boot. Ein Seelachs auf Sicht. Das ist natürlich auch schön in diesem klaren Wasser. Und da konnte man genau sehen, wie er hinterher geht. Da geht er ab. Schüttelt sich los. Mach's gut, Kollege. Norwegenfahrt geht mal auf die Kingfisher-Seite und guckt da einfach mal. Angelcamp Storm Magnus. Da sind wir nämlich ganz genau. Und die Fischgründe hier sind wirklich überragend. Ist auf jeden Fall auch nicht so klein, aber ja, aber kein Meterfisch, ne? 81er. Ja, okay. Ja. Und tschüss. Das ist halt auch nicht so ein Riese, ne? Das ist halt auch wieder so ein 80er irgendwas. Und ciao. Aber wie die sich reinlegen, macht schon Spaß. Einen machen wir noch. Dann gucken wir noch mal nach den Dorschen. Würdet ihr jetzt hier wegfahren, wenn die Seelachse so am Beißen sind? Nee, ich glaube auch nicht. Also wir stehen jetzt hier mitten im Seelachs eigentlich oder mitten im Fisch. Aber was macht denn der Lukas und der Roman? Angeln die wirklich auf Butt? Ein paar Dorsche haben sie gefangen, haben wir gesehen. Also ich würde mal 16 jetzt abchecken. Die haben da gestern auch Seelachs gefangen. Lass das mal machen und dann, wenn das nichts wird, dann wird abgebuttet, bis der Arzt kommt. Fahren wir mal nach Milano, vielleicht noch mal nach Hawaii. Ja, Spots heißen so, ich habe mir das nicht ausgedacht. Einmal über den Teich, aber auf dem Pazifik. Ja. Ab geht's, komm. Ja. Können wir nicht echte Fische fangen? Gut oder was? Ich weiß nicht. Ja, könnte ein Butt sein. Könnte ein Butt sein. Ich weiß es nicht. Könnte ein Butt sein. Wird kein Riese sein? Ach nee. Leute, was war... Ach kommt. Der ist da aber auch reingehämmert, der Kollege. Und der ist halt auch...
Der ist schon schön, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass der ein kleiner ist, ne? Aber trotzdem ein schöner. Irre. Wie viel Kraft die haben, ne? Die haben echt Kraft. Pass auf, okay. Ah, got off. Was a small coalfish, I think. There is more there in the midsection. Ja. So, wir sind am Spot. Ja. Jawohl. Good job, Marius. Ah, das wird ein kleiner Seelachs sein. Sind gerade rausgefahren, haben jetzt so 10 Minuten damit verbracht, die Schwärme zu finden von gestern. Okay. Oho. Okay. Ja, okay. Good fish. It is a good fish. Got bigger than it was before. Wir haben eine spezielle Taktik, die wir anwenden, und zwar die Zweimann-Taktik. Ich fische auf Seelachs und Erik fischt mit der großen Crazy Daisy mit Paddelschwanz auf Dorsch, weil die einfach eben zusammenstehen. Ich fische hier die 150 Gramm Powercast Travel, dreiteilige Route, vierteilig, und eine 5000er Statio drauf mit einem kleinen Sandy Andy, also klein, mit dem 150 Gramm Sandy Andy. Der ist aber eben in der perfekten Seelachsgröße. Und ja, der hat mich jetzt dann gerade, why am I hanging? Ich hänge, das ist nicht gut. Dann werde ich wohl die Route so halten müssen. Okay, gut. So, das ist auch deutlich angenehmer zum Pumpen. Es wurden schon einige gute Seelachse heute gefangen. Mal schauen, ob ich, there it is down there. It's a good one? Yeah, it's a decent one. It's good points, but nothing that will be on the, it's like a... Oh, that is like a 90 centimeter. I got a fish too. Nice. Jetzt ein bisschen aufpassen mit dem. Oh, look at the sonar now. We found them. Ah, so. Das ist noch nicht so ganz unsere Zielgröße. Ah, nice, good. Aber gute Punkte, die wir jetzt einmal messen werden. Sandy Andy, aufs leichte Gerät natürlich mega cool. Ich würde ja sagen, er hat 89, wa? Fisch blutet mehr, als mir lieb ist, ihn zurückzusetzen. Und Seelachs ist, ich esse wenig Fisch, aber Seelachs ist einer, den ich gerne esse. Also würde ich sagen, dass der Kollege mit uns heimfährt. Fisch ist betäubt und natürlich ganz wichtig, einmal hier, genau, richtig schön kehlen im Idealfall. Und ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber was ich mal gesehen habe, ist, dass es ganz gut ist, wenn man hier hinten einschneidet, auf beiden Seiten, weil dann sozusagen noch ein zweiter Punkt ist, an dem das Blut austreten kann. Am Schwanzstiel verlaufen natürlich große Gefäße. Mir persönlich ist die Praktik aber neu. Ihr könnt ja gerne mal Bezug nehmen. Dieser schöne Köder wandert also in die Kühlung und wir machen ebenfalls den Deckel drauf. Okuma führt folgerichtig zur Pause, Westin hat Vorteile beim Pollack und CBC konnte nach der Heilbuttflaute immerhin noch ganz solide punkten. B1 wiederum muss zulegen, aber wir haben ja bei Katja und Marcel gesehen, welche Frequenz hier möglich ist, wenn das Boot einmal richtig steht. Wie es weitergeht und ob vielleicht ein Team der Gruppe B den ersten maßigen Heilbutt des Turniers bejubelt, seht ihr am kommenden Sonntag ab 18 Uhr. Ciao!